Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai.com Trompetentraining. Markus hat im letzten Online-Unterricht nachgefragt, ob es denn irgendwelche Audiodateien, Schulen, Programme gibt, wo man sich einen Ton vorspielen kann, beziehungsweise ein Trompeter das macht und er dementsprechend als blutiger Anfänger hören kann und den Ton dementsprechend nachspielen kann. Ja, Markus, das gibt's. Ich verlinke dir hier unten diverse Trompetenschulen, die ich empfehlen kann. Dort kannst du dann mit Hilfe von CD, MP3 oder auch App dir die Töne vorspielen lassen, beziehungsweise im Wechselspiel lernst du dann auch die Töne. Einer spielt vor, du spielst nach und dementsprechend kannst du ein gutes Gefühl für die Tonhöhen entwickeln. Ich mache es jetzt hier in diesem Video etwas anders, das heißt, ich halte jeden Ton lange aus und währenddessen ich den Ton spiele, kannst du deinen Ton dazu spielen, beziehungsweise erstmal hören, dann spielen. Solltest du atmen müssen, dann ruhig nachatmen und weiter den Ton aushalten. Dann gehen wir einen Ton höher, also wir starten bei C1, spielen nach oben bis zum G1 und gehen dann weiter nach oben bis zum C2. Ich sage dir immer vorher, wie der Ton heißt und was der Griff ist. Das heißt, für all diejenigen, die in C lernen, das heißt diese Kulo-Spielart, Griffweise spielen, ihr habt dementsprechend immer einen Ton tiefer zu denken, beziehungsweise ihr müsst einfach nur wissen, dass dieses Video für Trompete in B, also B-Bläser, gemacht ist. Los geht's mit dem C1. 0. Jetzt kommt das D mit 1 und 3. Jetzt kommt das E mit 1 und 2. Jetzt kommt das F1 mit 1. Jetzt das G1 mit 0. Wir gehen weiter zum A1 mit 1 und 2. Weiter geht's mit H1, Griff 2. Und weiter geht's zum C2. Der Griff ist 0. Jawohl, achte immer darauf, dass du fühlst, wie die Luft fließt, hör gut zu und danach versuch deinen Ton dazu zu spielen. Dann bekommst du ein gutes Gefühl für diese Töne. Jetzt im Ausgehaltenen. Wir machen ein kleines Spiel und zwar spielen wir diese Skala gleich noch einmal, allerdings jetzt etwas mit Treffsicherheit, das heißt wir stoßen jeden Ton an, also Ta, 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 Ta und so weiter und so fort. Das heißt, wir spielen wieder diese Töne der C-Dur-Tonleiter C, D, E, F, G, A, H bis zum C2. Los geht's.
und Wasser ausleeren natürlich nicht vergessen. Du kannst im Video hier unten in den Einstellungen das Tempo des Videos verändern. Das heißt, du kannst das Video langsamer machen und auch schneller machen. Und dementsprechend kannst du die Spielgeschwindigkeit auf dein Können anpassen. Nutze ruhig die Gelegenheit. Ich habe es jetzt extra auch langsam gespielt, damit jeder mitkommt. Bei dieser gestoßenen Übung kannst du dementsprechend das Tempo dann verändern. Wenn du noch etwas untrainiert mit den Ventilen bist etc., nimm dir eine Grifftabelle, reduziere das Tempo und dementsprechend wirst auch du das schaffen. Wir spielen jetzt noch eine letzte Übung und zwar stoßen wir jeden Ton 4-mal an. Das Ganze auch wieder breit mit der Luft geführt, das sind wieder Viertelnoten. Wir können das so machen, dass du entweder mit mir mitspielst oder immer im Echo die Töne spielst. Das heißt ta, ti, ta, ta, ta. Wie so ein Ping-Pong-Ball können wir diese Übung hin und her spielen. Los geht's. 1, 2, 3. Und jetzt geht's abwärts. Wir spielen wieder G 4-mal bis nach unten zum C1. 1, 2, 3. Jawohl, so können wir das machen und du wirst ein gutes Gefühl für deine Töne entwickeln können und schon bald die ersten Lieder auf deinem Instrument spielen können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, ob dir diese Übung was gebracht hat, ob ich dir helfen konnte, ein Gehör, ein Gefühl für deine Töne ganz am Anfang, wenn du blutiger Anfänger bist, ob ich dir dabei helfen konnte. Das freut mich immer ungemein zu lesen, was da draußen so passiert. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.